Da ist es also final. Das große Wirtschaftsupdate Version 0.14 und damit auch die vorletzte große Erweiterung für Pioneers of Pagonia vor seinem Full Release in diesem Jahr. In diesen Pagonia News schauen wir uns daher die Gameplay-Veränderungen an, klären, wieso es überhaupt dazu kam und geben einen kurzen Ausblick auf das, was ihr dieses Jahr noch erwarten könnt. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun. Ist es das wahre Leben oder nur Fantasie? Nein, es ist Tropico 6. Bevor wir starten, noch ganz kurz passende Werbung für Strategie- und Aufbaufans. Denn aktuell erhaltet ihr die El Press Edition von Tropico 6, welche dann auch gleich noch das erste Content-Update und den Soundtrack enthält, für gerade mal 7,50 € und damit je nach Rabattseite 37,50 € günstiger als über Steam direkt. Im tropischen Citybuilder stürzt ihr euch als gefürchteter Diktator oder friedfertiger Staatsmann, nee, eher das erste, in politische Geschehen und führt die eigene Bananenrepublik durch 4 Epochen. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen kleinen Nischenkanal hier massiv und damit zurück auf die pagonischen Inseln, ganz ohne Diktatoren, dafür aber mit Werwölfen. Ich bin gespannt darauf, euch bei der Arbeit zuschauen zu dürfen. Das neue Wirtschaftsupdate baut vor allem den Spielstart von Pioneers of Pagonia massiv um und nimmt euch in eurem Abenteuer nun deutlich mehr an die Hand, was vor allem neuen Spielern zugutekommt. Diese Änderung resultiert zum einen durch Feedback der aktiven Spieler über den Pagonia Discord und ist zum anderen eine vorbereitende Maßnahme für die Ende des Jahres erscheinende Story-Kampagne. Klammheimlich rückt man damit auch wieder deutlich näher an den einst mit Ubisoft zusammengeplanten Die Siedler-Reboot, welcher einen ganz ähnlichen Spielstart vorsah und... ach, lassen wir das. Wenn wir aber schon die Kampagne kurz anschneiden, möchte ich euch an dieser Stelle noch ans Herz legen, ein paar Minuten zu investieren und mal die kurze Tutorial-Map zu spielen, die nämlich einen guten Hinweis darauf gibt, wohin die Reise ab hier gehen wird. Pioneers of Pagonia spielt sich mit starren Questvorgaben gleich ganz anders und profitiert massiv von den Kommentaren der Venture Crew, auch wenn diese bisher noch nicht vertont wurden, was aber wiederum für die Kampagne realistisch ist. Denn es gab einen Teaser auf den Social Media Kanälen mit einer Frau im Tonstudio, was darauf hindeuten könnte, es könnte sich im schlimmsten Fall aber auch nur um einen neuen deutsch vertonten Trailer handeln. Also mal abwarten. Das Video scheint mittlerweile wieder gelöscht worden zu sein, ich konnte es jedenfalls spontan nicht finden. Mich hat diesbezüglich immer noch keiner angefragt. Ach ja, egal. Die Story-Kampagne wird derweil von der Fantasy-Autorin und Streamerin Jannika Hoffmann auf Freelancer-Basis beigesteuert. So, jetzt aber wirklich zum aktuellen Update. Mit dem Wirtschaftsupdate wurde also einer der Kritikpunkte angegangen, mit einer viel zu großen Menge an Ressourcen ins Spiel zu starten und so jetzt wirklich Siedler-like mit einem absoluten Minimum von 0 an ins Abenteuer gehen zu können. Daher stehen euch jetzt zu Beginn einer Partie, also mit den Standardeinstellungen, nur noch 25 Träger und 25 Pioniere zur Verfügung. Ressourcen habt ihr zu Beginn gar keine mehr. Die Pioniere an sich sind damit eine ganz neue Einheit, die es bisher, trotz Pioneers im Namen, nicht gab. Dafür erfüllen die Pioniere zu Beginn gleich mehrere Jobs. So sammeln sie zum einen Äste und Steine für Bauobjekte und können diese dann auch direkt als rudimentäre Bauarbeiter planieren und hochziehen. Keine Sorge, echte Planierer und Bauarbeiter gibt es trotzdem, diese kommen aber jetzt erst später mit dem Fortschreiten der Siedlung ins Spiel. Pioniere übernehmen aber auch Jobs in den ersten Gebäuden. So besetzen sie beispielsweise die Sammlerhütte, welche dann die ersten Nahrungsmittel bereitstellt und in Kombination mit genug Wohnhäusern für frische Pagonia sorgt. Außerdem können sie in der neuen Werkstatt erste einfache Werkzeuge herstellen und sogar die Lanzen für die Wachen bauen, also die erste Militäreinheit, oder an den ebenfalls neuen Rohstoffdepots die gesammelten Waren zwischenlagern. Wer trotzdem mit mehr als nichts ins Spiel starten möchte, kann außerdem auf 6 unterschiedliche Grundeinstellungen zurückgreifen, die neben Ressourcen auch die Anzahl der Träger und Pioniere deutlich nach oben schrauben.
Neben der eben schon erwähnten Werkstatt, dem Rohstoffdepot und dem kleinen rudimentären Wohnhaus wurde Pioneers of Pagonia in diesem Zug direkt um insgesamt 8 Gebäude erweitert. So gibt es jetzt zum Beispiel für das Late Game auch ein großes Wohnhaus sowie die Ritterburg oder hier Garnison, welche beide als Siedler-Fan bisher schmerzlich vermisst wurden. Via neuer Siedlungsfortschritt-Tabelle könnt ihr außerdem immer nachvollziehen, was ihr aktuell bauen könnt und zu was euch noch Ressourcen fehlen. Das ist insofern sinnvoll, da euch Pioneers mittlerweile eine Fülle an Gebäuden und Ressourcen bereitstellt, die den ein oder anderen Spieler schnell überfordern können, auch wenn hier der geneigte Anno- oder die Siedlerspieler natürlich nur müde grinsen kann. In diesem Zug hat sich aber auch das Nahrungs- und Bevölkerungssystem verändert und gleicht sich ebenfalls dem nie erschienenen Siedler-Reboot an. Denn um neue kleine Pagonia zu produzieren und eure Population stetig wachsen zu lassen, sind die Bewohner eurer Wohnhäuser jetzt selbst in der Lage, Mahlzeiten zu kochen und die Zutaten dafür in eurer Siedlung zusammenzusammeln. Solltet ihr Midgame dann Marktstände errichten können, könnt ihr die Laufwege eurer Pagonia verkürzen und das Ganze effektiver gestalten, ehe ihr im Late Game dann die altbekannte Taverne zurückbekommt und dann mit richtig effektiven und hochwertigen Gerichten aufwarten könnt. Die Veränderung führt zum einen dazu, dass ihr massiv mehr Wohnhäuser benötigt, anstatt wie bisher mit einer Handvoll locker durch die ganze Partie zu kommen, und zum anderen dazu, dass sich durch sinnvoll platzierte Märkte ein viel organischerer Stadtkern in eurer Siedlung entwickeln kann, denn auch das Basisschiff als übergroße Herberge fällt komplett weg. Das Wirtschaftsupdate fügt aber nicht nur Sachen hinzu, sondern kürzt an vielen Stellen auch Sachen weg. So ist jetzt zum Beispiel nur noch eine Holzart relevant und Grenzsteine müssen nicht erst gemeißelt werden, sondern können mit normalen Steinen direkt in den Boden gerammt werden. Damit es noch hübscher wird, feiern die sogenannten Zierobjekte ihr Comeback, welche aber wirklich nur rein dekorativ sind und sonst bisher keinen weiteren Nutzen haben. Wer also hoffte, mit ihnen seine Kampfkraft pushen zu können, wird erstmal enttäuscht, kann diese aber völlig frei bauen, da sie keine Ressourcen kosten. Ob man mit dem neuen Zaun nun effektiv Gegner blockieren oder umleiten kann, kann ich euch an dieser Stelle leider immer noch nicht so richtig beantworten. Auf Seiten der Kartengenerierung gibt es auch Erfreuliches zu berichten. So sind jetzt steile Klippen und dadurch coole Bergansichten möglich, was für mehr Vielfalt und je nach Position zum ein oder anderen Wow-Moment führen kann. Visuell hat sich im Detail aber noch mehr getan. So essen Träger jetzt mit Besteck, während Holzfäller, Bäcker, Juweliere und Minenarbeiter neue einzigartige Charaktermodelle erhalten haben. Hinzu kommen Störche, die auf Dächern nisten, und Frösche samt diverser neuer Blumenarten an Gewässern. Ach ja, Wildschweine sind back und so, denn diese sind vor allem in der Anfangsphase einer Partie schnell nervig und verjagen eure Pioniere. Daher könnt ihr jetzt eure Wachen anweisen, diese zu erledigen. Das wiederum befähigt dann eure Sammler dazu, deren Überreste mitzunehmen, also noch in einer Phase, bevor ihr den Jäger bauen könnt, der den Job ab dann übernimmt. Und das war's im Grunde auch schon. Nach völlig neuem Spielstart gleicht sich das Gameplay Stück für Stück im Midgame dem Altbekannten wieder an, während sich das Late Game, sicherlich nach wie vor der schwächste Part in Pagonia, sich wie gewohnt gleich spielt und euch ein Gegnercamp nach dem anderen abklappern lässt. Das nächste Content-Update wird dann im Herbst den Karteneditor ergänzen, ehe wir dann circa um den 2. Geburtstag herum Anfang Mitte Dezember mit der Kampagne rechnen dürfen. Übrigens hat Volker Wertig in einem Interview mit der GameStar bestätigt, dass es nach Version 1.0, je nach Erfolg, noch weitergehen könnte. Mindestens eine neue Roadmap sollte also relativ sicher noch zum Jahresende folgen. Aus dem Interview geht auch hervor, dass in Vision durchaus klar ist, was sich ein Großteil noch vom Spiel erhofft. So wird es bis zum Release von 1.0 nichts Neues zum Thema Multiplayer-Features, weiteren Fraktionen oder einer Konsolenversion geben. Gleiches gilt für PvP oder Skirmish gegen die AI, da andere Schwerpunkte aktuell als wichtiger angesehen werden. Aber eben nur bis Version 1.0. Darüber hinaus ist wieder alles offen, wenn auch nichts in Stein gemeißelt. Andersrum gesagt hat er damit genau alle Punkte angesprochen, welche man bei mir und andernorts in den Kommentaren unter jedem Video lesen kann. Es bleibt also spannend und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Wer aber seit längerem kein Pagonia mehr gespielt hat, hat jetzt einen guten Grund, dank gelungenem Wirtschaftsupdate eine neue Runde zu starten.
In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, gerne ein Abo dalassen, gönnt euch gerne was bei Instant Gaming mit meinem Partnerlink und frohes Siedeln weiterhin. Bis zum nächsten Mal. Denn wir sind hier, um anzukommen und gemeinsam zu wachsen. Und Pagonia zu einem prächtigen Zuhause für uns alle zu machen. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun.